Hä? Ein Beamer? Die ist noch eigentlich von gestern. Die benutzt doch kein Mensch mehr. Wenn, dann braucht es doch schon ein LED-Screen mit viel Diagonale. Doch was, wenn ich euch sagen würde, dass ein Beamer wie dieser hier eine Diagonale von 120 Zoll und mehr bringt? Eine Diagonale, die eigentlich kein bezahlbarer Flachbildschirm schafft. Für eine moderne Konsole wie der Xbox oder der PlayStation 5 ist ein 4K-Flachbildschirm das Maß der Dinge. Das dachte ich zumindest, bis ich diesen kleinen BenQ Beamer testen konnte. Der BenQ Beamer TK700 STI zeigt mit 4K-Auflösung, niedriger Latenz und über 120 Zoll Diagonale, wie gut Gaming am Beamer tatsächlich funktionieren kann. Und das, meine lieben Leute, hat mich umgehauen und das wird euch vielleicht auch überraschen. Den DLP-Beamer könnt ihr gleichermaßen auf einem simplen Regal oder auf dem Tisch betreiben. Alternativ montiert ihr ihn fest an die Decke per Schrauben, was Profis sicher bevorzugen. Denn dann stört auch die dezente Wärmeentwicklung sowie der leise Lüfter nicht, den der Projektor nun mal benötigt. Obendrein könnt ihr das Bild beliebig an Wände projizieren, denn es ist auch keine Leinwand nötig. Eine weiße Wand reicht völlig aus und das funktioniert sogar auf einer Raufasertapete. Das Schöne ist übrigens, dass ihr gar nicht mal so einen großen Abstand für ein großes Bild braucht. Für den Beamer reicht ein Abstand zur Wand von 2,20 Meter für 100 Zoll. Für 120 Zoll braucht es auch nur 2,40 Meter. 120 Zoll, das sind 3 Meter Diagonale und das ist echt mal unschlagbar. Kurzum könnt ihr eure Wände einfach komplett ausnutzen. Der Gaming Beamer kommt mit 2 HDMI-Anschlüssen nach 2.0b Standard daher. Das reicht für 4K-Auflösung bei 60 Hz oder 1080p Auflösung mit 60, 20 oder 240 Hz. Das erste Einrichten ist selbsterklärend. Per Fernbedienung oder Menütasten am Gerät. Ihr justiert die Bildgröße und Bildschärfe und stellt die Perspektive korrekt ein. Dazu könnt ihr einfach auf das 3D-Trapezmenü zugreifen und die 3 Raumachsen exakt anpassen. Für das Gaming schaltet ihr zudem den Bildmodus auf HDR Game, stellt dann noch Helligkeit und Kontrast sowie Schärfe ein und los geht's mit dem Spielen. Und sobald ihr eure Spiele einlegt, kommt instant Kinofeeling auf. Denn ihr kriegt einfach ein riesiges Leinwandbild mit massiver Diagonale. Beispielsweise bei Spider-Man Miles Morales auf der PlayStation 5. Hier schwingt ihr euch durch Manhattan und genießt die riesige Stadtkulisse und das wirkt einfach viel eindrucksvoller als auf einem konventionellen TV. Als Gaming Beamer besitzt das Gerät auch verschiedene Modi für das Spielen, beispielsweise FPS für Shooter, RPG speziell für Rollenspiele und SPG speziell für Sportspiele. Vor allem interessant ist dabei der FPS-Modus für Ego-Shooter und schnelle Actionspiele, wie hier Returnal auf der PlayStation 5. Bei den Ballereien und Schussgefechten spürt ihr auch kein Delay oder eine Latenz von der Eingabe vom Controller bis zur Ausgabe auf der Leinwand. Obendrein gibt es den Schnellmodus, der die Reaktionsgeschwindigkeit nochmals optimiert und so kommt ihr bei 60 Hz mit 4K-Auflösung auf eine Latenz von nur 16,67 Millisekunden. Bei 240 Hz reduziert sich das Ganze sogar auf 4,2 Millisekunden. Und das ist schneller als viele Flachbild-TVs. Weiter zur Bildqualität. Wie erwähnt benutzt der Beamer echte 4K UHD-Auflösung mit 8,3 Millionen Pixel Auflösung. Und dadurch erscheinen Spieleumgebungen detailreich und strukturiert. Und das sorgt auch für eine verbesserte Atmosphäre, wie hier beispielsweise bei Resident Evil Village. Auch dunkle Bereiche werden gut aufgelöst und abgestuft. Mit der richtigen Einstellung säuft auch nichts im Schwarz ab. Dennoch solltet ihr für die beste Bildqualität darauf achten, in dunkleren Räumen mit möglichst wenig Sonnenlicht zu spielen. Erst dann entfaltet sich auch der komplette Kontrastumfang. Satte 3000 ANSI-Lumen Helligkeit sorgen dabei für entsprechend strahlende Bilder. Mit an Bord ist auch ein projektoroptimierter HDR10 Farbraum für superrealistische Bildqualität. Übrigens könnt ihr den Beamer auch in einen vollwertigen Smart TV verwandeln. Dazu wird der mitgelieferte Android TV-Dongle einfach an der Rückseite eingesteckt, dann erhaltet ihr dieselben Funktionen und den Komfort eines Android-basierten Smart TVs. Und so habt ihr Zugriff auf Videodienste wie Amazon Prime, Disney Plus und über 5000 Apps aus dem Google Play Store, inklusive Spiele. Ihr könnt auch per Google Sprachassistent nach bestimmten Begriffen und Apps direkt per Sprachangabe suchen.
Zudem funktioniert das drahtlose Casting, also die Videoübertragung, vom Handy, iOS oder Android, oder vom Browser. Damit ist der BenQ TK700 STI Beamer nicht nur fürs Gaming, sondern auch für Filmabende, Sport und Binge-Watching geeignet. Dabei kommen auch die weiteren Bildmodi ins Spiel, zum Beispiel Sports, speziell für Sportübertragungen und Fußball, oder Cinema, speziell für große Kinofilme. Ich muss ehrlich sagen, dass mich der BenQ Beamer TK700 STI echt überrascht hat. Vor allen Dingen die 3 Meter Diagonale sind mal eine echte Ansage. Vor allem, weil man sich schnell an eine so große Leinwand gewöhnt und fast nicht mehr zurück auf LED-TVs mit, sagen wir mal, 55 Zoll oder 65 Zoll, also der halben Diagonale, zurückgehen will. Klar sind Projektoren nicht für jedermann geeignet, vor allen Dingen nicht in hell gefluteten Räumen, aber hey, Kinos sind nicht umsonst in abgedunkelten Räumen. Oft fühlt ihr euch beim Zocken nämlich direkt wie ins Kino versetzt. Zusammen mit Kumpels, online oder auch bei Action-Adventures oder selbst beim Racing. Und das zu einem Preis, wo man durchaus ins Grübeln kommt. Alle Infos zu diesem Beamer findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, das Video war hilfreich für euch. Wir sehen uns dann sehr gerne beim nächsten Hardware-Video hier auf diesem Kanal. Macht's gut, bis dahin.